Gut. Wieder eine geschafft. Musst du zuerst auf Toilette? Ja, gerne. Dann kannst du einmal über den Sticks Ja, mache ich. pieseln. 1, 2, 3, 4. Ich zähle diesmal gar nicht irgendwie. 31 plus 5 bist du jetzt, also in der 32. Dann muss ich dir auch noch Blut abnehmen gleich. Du kriegst gleich ein Pflaster. Ja. 90:60. Ist immer so niedrig. Hatte ich am Anfang der Schwangerschaft. Zwischenzeitlich war wieder gut. Aber ich bin auch gerade irgendwie total fertig heute. Die allererste Frage, die ich mir gestellt habe, war tatsächlich die, wie möchte ich mein Kind auf die Welt bringen? Mir war klar, dass ich auf jeden Fall keine Klinikgeburt im klassischen Sinne haben möchte, sondern wenn, dann mit Menschen, die ich kenne und mit Menschen, denen ich vertraue. Aber du wirkst ja noch so ganz entspannt, ganz... Ja, aber nicht immer. Also zu Hause bin ich dann auch manchmal ein bisschen unruhig und ungehalten. Meine Kinder finden mich, glaube ich, gerade ein bisschen unausstehend. Da ist die Renate. Hallo. So. Soll ich mal kommen? Ja. Jedenfalls jeder hat von uns einen eigenen Apfelbaum und darunter ist auch unsere Plazenta, bis auf Frieda und Lioba. Die müssen wir noch vergraben. Ja. Hat Frieda Noch keine? Die ist noch im Gefrierschrank. Und das haben sie uns eigentlich schon in den Schwangerschaften auch immer vermittelt, dass das ganz natürliche Prozesse sind, dass man da voller Urvertrauen reingehen kann und das auch nicht anderen überantworten kann. Also dass wir selber die Entscheider sind, das war uns von Anfang an auch klar. Man gibt die Verantwortung nicht an der Kreissaaltür ab. Keine Schwangerschaft war so leicht, Oh. zum Glück. Ach, Wenn man schon 2 Kinder hat, dann Ja. ist das schon eine Erleichterung. der Körper kennt es schon. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Das Erste ist ein bisschen so rausfinden, wie lange ich schon schwanger bin. Ich war beim Frauenarzt und das war am 8. April. Und dann hat sie eine Untersuchung gemacht und gesagt, zwischen 8 und 12 Wochen wahrscheinlich. Den Abstand von der Symphyse bis zur Oberkante der Gebärmutter. Ja. Das ist bei dir jetzt so 13 cm, 12,5 und plus 2 bis 3 Zentimeter Ja, stimmt das doch. entspricht dann auch etwa der Schwangerschaftswoche. Ja. Also ist vielleicht sogar eher schon 15. Woche. Okay. Könnte ich mir schon vorstellen. Auch von der Größe der Gebärmutter her ist es also auf jeden Fall mindestens 14. Woche. Der ist auch ein bisschen, also ich habe jetzt die Hände zumindest gesehen, die sind schon sehr waschfrauenmäßig. Also das war gut, dass der jetzt gekommen ist. Aber dann konnten sie sich nicht entscheiden, weder den Nachnamen noch den Vornamen. Ach so. Und dann wollte ich sie ins Familienzimmer legen und sagte die Ursula, ja, aber ohne noch nicht mal Nachnamen, das geht nicht. Na, Ja, jetzt ist das da, das ist doch gut. ja, sehr gut. Hallo, sehr kommunikativ. Sagt mir sofort Hallo. Das ist doch schön. Jetzt gucke ich mal hier, wo deine Gebärmutter ist. Die ist jetzt so in der Mitte vom Nabel und dem Rippenbogen. Das passt wunderbar zu deiner Woche. Ja, passt jetzt. Letztes Mal war es ja noch ein bisschen klein, ne, als ich gefühlt habe. Fühlt sich nach Po an. Aber hier fühle ich kein... Warte mal. Nee, ich glaube, hier ist das Ist kopflos. Köpfchen. Jetzt taste ich nochmal hier ins Becken runter. Und das ist alles leer. Also das kann sich noch, dreht sich wahrscheinlich noch viel hin und her. Also im Moment liegt so. Und hier hat es das Köpfchen und so hat es den Rücken. Und hier strampelt es hin. Also ich habe im Kopf ein paar Sachen, die mir immer mal wieder
keine Sorgen machen, aber ich komm mit dem Thema Ultraschall nicht so recht im Moment. Also war nie ein Thema bei mir. Bei Silas habe ich zweimal eine Ultraschalluntersuchung bekommen. Das ist ja Standard in England, wo er geboren ist. Aber bei Lumi habe ich schon ein paar Mal gedacht, ist das wirklich notwendig? Das ist mir alles ein bisschen zu viel. Und jetzt habe ich bei meinem Frauenarzt nochmal nachgefragt und sie hat Informationen gegeben und ich habe diese Broschüre nochmal richtig durchgelesen, aber da bin ich noch unsicherer geworden, weil da wird gar nicht erklärt, was, wenn da irgendeine Missbildung ist. Was sollte man denn machen? Es ist immer gut, über die Ultraschalle zu sprechen und sich auch klar zu machen, was haben sie für eine Konsequenz. Ja, genau. Und wenn es für euch auf jeden Fall klar ist, dass die Schwangerschaft nicht abgebrochen wird aus irgendeinem Grunde, dann braucht man auch keine Untersuchungen zu machen, die einen in die Richtung führen. Ja. Und diese extremen Verunsicherungen durch sehr viel Pränataldiagnostik, frühe Schwangerschaftsbegleitung durch die Gynäkologen, das bewirkt einfach, dass die Frauen nicht in guter Hoffnung sind, sondern sie sind in Vorsorge. Aber das Ding ist halt eben, dass immer von außen dann so diese Sachen kommen. Oh, da könnte doch das passieren. Und was ist, wenn es keine Luft kriegt? Und was ist, wenn dies? Und das sind halt diese Einflüsse, die auf meine kleine Kapsel einwirken und mich dann doch irgendwie schwanken lassen. Ich hoffe, dass ich nicht dann im letzten Moment eben aufgrund solcher eingeredeten, also von außen eingeflossenen Bedenken dann irgendwann kalte Füße bekomme oder dann doch im entscheidenden Moment dann eben nicht mehr auf meine Kraft vertraue, das Kind selber zu bekommen. Oh Gott. Richtig hinterm Rücken festhalten und dann mit dem Po hier runterkommen. Dass du ziehen kannst. Ja, genau. So, ja. Super. Gut. Das war die Fruchtblase. Ein bisschen Druck weg, ne? Es kommt darauf an, dass die Frau im Laufe ihrer Schwangerschaft ihr Konzept, ihr Gefühl dafür entwickelt, was tut mir gut, was brauche ich, wo möchte ich mein Kind kriegen und ist das eher zu Hause oder ist das eher in der Klinik. Und dass eben dieses gemeinsam sich darauf vorbereiten, das ist sozusagen unsere Grundlage, von der wir auch im Grunde nicht abweichen, so offen wir dann im Verlauf sind, aber Begleitung in der Schwangerschaft und auch Geburtsvorbereitung, das ist für uns nicht verhandelbar. Ne? Wer das nicht will, mit dem kommen wir auch nicht wirklich zusammen. Ich glaube, eure Gürtelsäule ganz ordentlich. Ja. Merkt ihr das? So habe ich mich lange nicht mehr bewegt. Ja, bei mir ist eigentlich alles gut. Ich finde es halt, dieses Mal ist es anstrengender, weil es halt eigentlich die ganze Zeit quer liegt und wenn es hier raustritt, dann tritt es hier, also wie auch immer, Beine, Po, Kopf und so, diese Bewegungen sind diesmal einfach viel stärker. Und Madita ist auch ein bisschen sehr anhänglich gerade. Das ist jetzt gerade so diese Angst, die so in ihr... Spürt das, dass sich was verändert. Ja, das hat mich gestern so ein bisschen berührt und ein bisschen mitgenommen, weil mir das für sie auch ein bisschen leid tat, dass halt diese kleinen Kinder eigentlich, dass sie diese Angst so dann bekommen eben, ne? Also dass sie das eben durchmachen. Und aber seitdem eigentlich, als ich dann gesagt habe, gut, das ist dann diese Phase und das nehme ich dann jetzt an, kann ich ihr auch wieder ganz anders irgendwie entgegenkommen. Vorher war ich ja so ein bisschen eher Bisschen genervt, kann man sagen, ja. Und dass es wirklich andere Umstände sind, dass es wirklich eine Zeit ist, wo man einfach nicht so viel leisten kann, wo man vielleicht auch mal sitzt und heult, weil man nicht alles geschafft hat oder so. Und das war gestern auch Thema in unserem Kurs zum Beispiel. Ne?
Und dann haben einige dann ganz große Augen gemacht, weil ich wusste es zum Glück von einer Freundin, dass es schon mal vorkommt, dass man dann sich irgendwie einfach auch schlecht und leer oder kaputt fühlt. Vor allen Dingen kaputt, wenn man sich Druck macht. Aber haben ganz große Augen gemacht, so, ach, dir geht's auch so, Mensch, ne, ich dachte, ich wäre damit alleine. Und das ist, glaube ich, das, was ein bisschen fehlt, so ein wirklicher Austausch. So. Und der tut gerade total gut in diesen Kursen. Und dann kommt sie zur Hebamme und da kommt dann eigentlich das, was meiner Erfahrung nach ganz natürlich in jeder Schwangeren angelegt ist. Sie hat ein Bedürfnis nach Beziehung. Sie hat ein Bedürfnis nach Austausch. Sie hat ein Bedürfnis nach Gespräch. Und zwar mit Menschen, die ihre Lebenssituation einfach wahrnehmen. Ja? Und nicht nur die Zahlen, die erhoben werden, wie sind die Blutwerte und wie sind die Nackenfaltenwerte und wie alt ist die Schwangerschaft und ist der Termin eher so oder ist er so, sondern es geht neben diesen Dingen, die durchaus auch ihre Berechtigung haben, aber nicht im Zentrum stehen dürfen, sondern es geht um die persönliche Beziehung, weil das, was in der Schwangerschaft wesentlich ist, ist die Beziehung zum Kind. Und die kann nur dann stark sein, wenn ich auch Zuversicht und Zutrauen gewinne. Und das ist das, was Frauen, die eben nur in ärztlicher Vorsorge sind, es sei denn, sie haben da wirklich einen Glücksgriff gemacht, gar nicht vorkommen kann, weil es gibt keine Position in der Schwangerenvorsorge beim Gynäkologen mit einer Tasse Tee miteinander zu sprechen. Das gibt es nicht. Super, Leni. Super. Super. Baby kommt bald mal wieder. Komm mal rein. Hallo. Hallo. Hi. Schön, dich zu sehen. Ja. Komm herein. Komm herein, Lumi. Ja, das ist Die Fall. Die Fall. Ich zähle nicht mehr. 22 plus 3, also in der 23. Woche Okay. bist du jetzt. Nee, das sind ganz Boah. Boah. Drei gleichzeitig. Das möchte ich nicht. Die Lumi kam einfach geradeaus, so wie sie ist, so wie sie heutzutage auch noch ist. Einfach geradeaus und egal was, ob da etwas im Weg ist oder so, Lumi arbeitet sich einfach durch. Und sie hat sich dann auch nicht gedreht, wie das normalerweise bei Kindern geht, wenn die durch den Geburtskanal kommen. Sie ist einfach auch gerade durch mit den Schultern so rausgekommen. Und das, ja, ich glaube, das hat schon ein bisschen wehgetan. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber dann nachher konnte ich nicht mehr laufen. Und dann habe ich wirklich auch eine Woche gelegen. Und dann Alisa hat mir sehr gut geholfen. Die kam dann mit irgendeiner Gurt, die meine Hüfte dann zusammengebunden hat. Und dann, ja, dann ging es auch irgendwann wieder. Natürlich geht es immer wieder, aber es war schon ein bisschen hart. Ja. Aber ich würde es wieder machen. Ich würde es noch 100 Mal wieder machen. Also ich würde nie sagen, 4,5 Kilo, nee, mache ich nicht normal sozusagen. Ich bin nach wie vor sehr froh und sehr dankbar, dass ich alle 6 Kinder ohne jegliche Hilfe von Medikamenten oder irgendwas aus eigener Kraft gebären konnte. Und ich finde, dass das einen auch sehr stärkt, so eine natürliche Geburt erleben zu dürfen. Das bringt einem auch sehr viel Kraft, auch Kraft für die Erziehung der Kinder später.
Aber der Mutter geht es auch dann gut, wenn sie diesen Prozess durchläuft, durch diese Schmerzen. Ich weiß, wie das bei Geburt von Madita war. Es war super anstrengend, ja. Es waren 16 Stunden heftigste Anstrengungen für Leni. Für mich war es auch super anstrengend. Ich war nach den 16 Stunden, ich war fertig. Ich war total alle. Und die letzten Stunden die haben mich auch definitiv an meine körperlichen und auch psychischen Grenzen gebracht. Aber das hat uns einfach so sehr zusammengeführt. Das hat uns, das war Teamarbeit. Das war nicht irgendwie so Händchen halten und du machst das schon, sondern das war miteinander arbeiten. Ja? Ich habe Leni im Arm gehalten, wir haben alles Mögliche versucht, alle möglichen Positionen ausprobiert, wo es dann für Leni dann auch einen Punkt irgendwann gegeben hat, der gut war, wo es dann auch geklappt hat. Und das war ein Geduldsspiel. Aber geduldig muss man einfach sein. Insofern habe ich die Gisela eigentlich während der Geburt immer unterstützt und wenn sie Ruhe haben wollte, dann bin ich halt weggegangen. Also man muss nicht da zwanghaft eine Rolle suchen und die dann versuchen umzusetzen, ist meine Meinung. Kommt von ganz alleine, ist auch jedes Mal anders. Kann man auch nicht sagen, dass es immer gleich ist, so eine Geburt. Ja. Man hört halt immer mehr so gegen diesen Geburtsvorgang anzukämpfen. Also es ist viel Kampf, viel Druck, viel Stress dabei, was wenn man Geburtserlebnisse von anderen Frauen hört. Eigentlich ist die ganze Arbeit, die wir zu tun haben, eigentlich nur loslassen. Dieses Pressen, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, irgendwann ganz am Ende. Und das, was anstrengend ist und so weiter, das sind halt die Muskelkontraktionen von der Gebärmutter, aber die machen wir ja eh nicht bewusst. Und das Einzige, was wir bewusst machen können, ist halt wirklich dann vom Muttermund her und von allem her zu entspannen. Und das zu hören, ist halt mindblowing. Das ist wie so ein Ballon und unten ist eben der Gebärmutterhals und der Muttermund und die Gebärmutter selber muss sich zusammenziehen und kontrahieren. Das ist halt diese Übung, wo ihr eure Muskeln anspannt und der Gebärmutterhals und der Muttermund muss einfach nur loslassen. Und das tut eigentlich nicht weh. Es ist nur das Loslassen und deswegen auch immer dieses Lippenlocker, weil der Mund und der Muttermund stehen in Korrespondenz, die haben was miteinander zu tun. Wenn ihr hier schön locker seid, dann kann auch der Muttermund besser aufgehen. Und bei der Geburt habe ich nie Angst für Schmerzen gehabt. Ich habe einfach immer so Lust drauf gehabt und ich wollte immer so gerne meine Kinder sehen, dass die Schmerzen eigentlich egal waren. Ja, ich habe jetzt auch keine Angst mehr, weil ich halt schon einmal diese den Hypnosekurs mitgemacht habe und der hat mir wirklich unheimlich viel geholfen während der letzten Geburt. Also ich hatte auch Schmerzen, aber ich kam immer klar mit den Schmerzen. Ich wusste, das gehört dazu, aber es hat überhaupt nicht mich dominiert. Ich habe immer gedacht, jetzt, wann kommt das? Wann wird es wieder schwierig? Und es war nie, zu keinem Zeitpunkt so, dass ich verzweifelt wäre. Und das bin ich bei den anderen Geburten sehr wohl. Also war ich wirklich am Rand der Verzweiflung. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mir die Kugel hätte geben können, ich hätte sie mir gegeben. Bei 5 Kindern kam ich immer an diesen Punkt. Mir fällt auf, dass es auch sehr viele Frauen gibt, die noch nie ein Kind gebärt haben und schon Angst dafür haben. Und das finde ich so traurig. Hier sind die Geburten in den 60er Jahren in die Krankenhäuser verlegt worden. Die haben wegen der Umstände keine schönen Geburtserlebnisse gehabt. Nicht, weil sie nicht gut gebären konnten, sondern weil sie da eben alleine in einer fremden Umgebung waren, nicht aufstehen durften, nicht trinken durften, nicht essen durften, eine Infusion kriegten und so sollten sie im Liegen ihr Kind dann da gebären mit fremden Menschen um sich herum. Und ihr wisst, dass wir Säugetiere sind und eigentlich einen ganz geschützten Rahmen brauchen und das, was sehr Intimes ja auch ist, ein Kind zu gebären und das so da in der Öffentlichkeit, damals noch mit nur Vorhängen zwischen den einzelnen Kreisbetten, das sind keine schönen Geburtserlebnisse und die haben sie natürlich mehr oder weniger, selbst wenn sie nicht viel drüber erzählt haben, trotzdem
den Töchtern oder Nichten oder wem auch immer auch mit auf den Weg gegeben, selbst den Söhnen. Und daher kommen solche Ängste. Und heute, die heutige Vorsorge und die Medien und die ganze Umgebung trägt leider auch nicht dazu bei, dass diese Ängste weniger werden, sondern ganz im Gegenteil. Eher werden sie mehr. Die Kaiserschnittrate ist ziemlich hoch und da wird auch ziemlich schnell, in meiner Meinung, ziemlich schnell entschieden, dass man einen Kaiserschnitt machen sollte. Und ich möchte das nicht, dass irgendein so einfach über meine Geburt entscheidet. Ich glaube, dass eine gute Geburt eine Geburt ist, die am wenigsten Störung erfährt. Je entspannter die Frau sein kann, umso weniger Komplikationen kann man, glaube ich, bei der Geburt erwarten. Super gut. Super gut. Super gut. Genau, bleib dran, alles gut. Ich denke, das ist eigentlich das Normalste von der Welt, dass die Kinder zur Welt kommen, ist keine Krankheit. Du brauchst nicht irgendwie ständig eine medizinische Betreuung, Begleitung oder dein Körper kann das. Gib deinem Körper das, was er braucht. Gib ihm Ruhe, gib ihm Liebe, gib ihm Zeit, gib ihm die richtige Nahrung, gib ihm frische Luft, gib ihm ausreichend Bewegung. Morgen. Na, ist das gut gefunden? Na ja. Ja, also ist schon gut runtergerutscht. Das kann ich an dem Höhenstand der Gebärmutter tasten. Und wie es sich in deinem Bauch, in der Gebärmutter bewegen lässt, das sagt uns, dass da gut Fruchtwasser drin ist. Super. Und dadurch die Beweglichkeit des Babys gut ist. Ne? Dass der Kopf fest ist, das ist ein typisches Zeichen, so kurz vor der Geburt. Ne? Du hast also gute Senkwehen gehabt. Also es ist alles wunderbar vorbereitet von euch. Na, und die Schwangerschaft ist eben genau die Zeit, wo die Sensibilität der Frau, der Mutter und damit auch der ganzen Familie immer mehr zunimmt. Diese Sensibilitäten und diese Vorbereitungsphase, die ist sozusagen das empfindlichste Gradmesser. Und auf den wollen wir uns in erster Linie verlassen. Und die Geräte und die Technik und die Statistiken und die Zahlen, die sind im Hintergrund und können in der einen oder anderen Situation uns nochmal helfen. Aber in erster Linie ist einfach der Blick auf die Individuen und auf die ganz einzigartige Situation wichtig. Also für mich war es ja immer von Anfang an schon klar, dass ich, wenn ich irgendwann mal Kinder bekomme, dass ich sie zu Hause bekommen möchte. Sofern halt alles natürlich, sofern es möglich ist. Und das war für dich ja bis dahin eher unbekannt oder ich meine noch nicht überhaupt nicht. Darüber keine Gedanken gemacht. Ne? Und das hätte ja auch von deiner Seite her, hättest du irgendwie dagegen spielen können, wenn du nicht so offen gewesen wärst. Das hätte es ja, es war ja auch mein Glück, dass du auch dich so drauf eingelassen hast und mir vertraut hast und der Entscheidung und das dann auch zu einer ganz festen Entscheidung für dich dann entwickelt hast. Und das war für den Geburtsverlauf sehr, sehr wichtig. Ne? Deine Zuversicht und dein Glaube daran, dass sie das kann, was sie sich vorgenommen hat. Ich finde es einfach schön, immer wieder zu erleben, was ihr mit eurer Arbeit macht, nämlich Vertrauen schenken, Vertrauen geben und Vertrauen bestärken. Und das ist genau das, was gerade in der heutigen Zeit leider viel zu wenig gemacht wird. Und auch das zeigt ja, du bist ja auch zu Hause geboren, ne? Wie das dein Leben geprägt hat und was dir das von Anfang an für eine Sicherheit
in diesem Bereich sozusagen geschenkt hat. Und als Eltern wächst ihr ja praktisch erst. Ne? Mit der Geburt des ersten Kindes werden auch die Eltern erst geboren und müssen in diese Rolle hineinwachsen. Ne? Und wenn ich da mit Vertrauen in diese Entwicklung starte, dann habe ich natürlich eine andere Entwicklung, wie wenn ich Ängste und Verunsicherungen und Zweifel immer weiter nähere. Ne? Und auch das gebe ich an dieses Kind weiter. Guck mal, also so klappt man das hier hoch, schlägt man das so ein. Und das Schöne ist, dass das zum Baby... Mama, Ja, wann kommt denn das Baby? unser Baby, Ja. so in 4 Wochen. Aha. Dauert nicht mehr lange. Oh, schön. Das weiß Müssen wir jetzt alles schon raussuchen, ne? Müssen wir jetzt alle. Wie siehst du denn aus? Bald Wie kommt, das Rotkäppchen aus dem Wald. bald kommt uns auch die Lisa besuchen zum Oh ja. Vorbesuch. Mama, ne? wo ist eigentlich vorne und wo ist hinten? Das zeige ich dir gleich. Guck mal, und dann bindet man diese Bänder hier so rum und so packt man das Baby dann ein. So ganz schön fest eingepackt. Nee, das lockert sich hier, das drückt das Baby überhaupt nicht. Sollen wir das noch drüber? Ja. Na, kleines Baby. Doch mal fühlen, wie du heute hier liegst. Da klopft es fröhlich. Denkst du schon öfter mal an Geburt? Ja, auf jeden Fall. Kommt jetzt, also gerade mit dem Packen von dieser so Kliniktasche und halt eben dieser Hausgeburtskiste und alles, das kommt schon jetzt in großen Schritten sehr näher. Also so ein bisschen Ängste sind dann schon auch jetzt so langsam dabei. Also wenn ich daran denke, dass es wirklich jeden Moment losgehen könnte, im Prinzip. Und so, und ich mich dann frage, bin ich stark genug, um halt das so durchzustehen oder was? Oder ist es so anstrengend oder geht's? Und solche Fragen kommen dann. Die Unwägbarkeiten. Ja. Aber Angst, auch Angst vor irgendwas Konkretem oder? Das eigentlich nicht. Das eher nicht. Das war das, was ich dir neulich erzählt habe, so ein bisschen nochmal mit diesen Bedenken, die dann aus der Familie noch rauskamen und so. Ne? Ob das denn nicht besser wäre, in die Klinik zu gehen und solche Sachen. Und wir kommen ja sowieso immer erst zu euch nach Hause, egal ob du in die Klinik willst oder zu Hause dein Kind kriegen willst. Insofern hast du da Möglichkeiten hinzufühlen und dich dann zu entscheiden, wohin es geht letztendlich. Oh, sieht das toll aus. Hallo, Christi, hallo. Schön. Schön, dich zu sehen. Ich muss sagen, eigentlich dafür, dass ich zu Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, geht es mir ja jetzt wirklich gut. Ne? Also ich habe so das Gefühl, ich könnte noch alles machen. Ich bin jetzt nicht irgendwie wahnsinnig eingeschränkt. Aber du kannst nicht so auf ganz hohe Bäume klettern. Nee, aber das kann ich auch nicht mehr, wenn ich nicht schwanger bin. Dann mal. So. 51. Jetzt mal. Du? Auch. Das könnte man dann da reinstecken, dann hat man alles griffbereit. Ja, genau. 2 Garnituren Windeln, dann hat man alles parat. Ja. Ich packe das dann alles in eine Schublade. Sehr schick. Dann kann der Ingo euch das zeigen, wenn ihr kommt. Sehr Ne? gut. Und hier, das ist das Geburtssalz, das Sitzbadsalz, das habe ich ja immer sehr geliebt. Das willst du mal riechen, Frieda? Das riecht so toll. Ja. Wenn ich daran rieche, dann denke ich immer an Geburt. An Geburt. Ich will mal riechen. So riecht das nach der Geburt, ne? Ja, kann das Kind eigentlich kommen? Grüß dich, hab ich gesehen, ne? Ja, das stimmt. Ich habe ich schon ewig nicht gesehen. Nee. Aber nur nicht viele. Ich krieg auch nicht so viele Kinder, deswegen wahrscheinlich. Ja, jetzt geht's mir gut. Aber ich habe 2 miese Wochen hinter mir. Mutterschutzanfang war nicht so schön. Den du ja sowieso noch ein bisschen rausgezögert hattest. Ja, und dann, genau. Und dann, ich kam nicht zur Ruhe. Und ich habe nichts geschafft. Ich war so fertig. Und ich war erkältet und konnte nur noch weinen. Und
habe nur das geschafft, was wirklich notwendig war. So ein bisschen einkaufen und kochen und die Kinder und dann war ich durch. Fertig. Ja. Und dann dachte ich letzte Woche, wenn das Baby jetzt kommt, dann bin ich mental nicht fertig und wir sind hier zu Hause auch noch nicht so weit. Und wir hatten vor, dann das lange Wochenende wegzufahren auf einen Ponyhof mit 3 anderen Familien mit Kindern. Und dann habe ich gesagt, Alex, fähr du mal schön mit den Kindern. Zum Ponyhof. Ja. Und ich bleib hier. Und ich war allein im Kino und ich war alleine essen. Das hast du noch nie gemacht. Nee, aber ich habe so ein Bedürfnis gehabt, alleine zu sein. Ich hätte auch eine Freundin anrufen können oder so, aber ich wollte einfach alleine unterwegs sein. Und es ist gelungen. Ja, sehr schön. Ja. Ich versuche mal ins Köpfchen zu kommen. Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen Becken. so. Ja. Ja, schön. Kontakt zum Baby. Plötzlich ruft die Eva so. Ich sehe was hinter dem Kaktus. Kuckuck, ruft Igel. Au! Ja, genau, komm. Du kannst ruhig drücken. So, ja, ganz vorsichtig, ganz weich. Ganz weich. Ja, so ist gut. Super. Super. Toll, 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 toll. Ganz toll. Super, Lina. Super. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Nicht mehr drücken jetzt, nicht mehr drücken. So ist das Köpfchen schon geboren. Ja, Evi hat ihr Kind Ja, gekriegt. ich Hast habe du schon gehört. Das ist doch toll, oder? Ja. Und es kam so schnell. Hat ganz toll geklappt. Also als sie mich schon angerufen hat, ist er erst wiedergekommen. Also er war auch nur eine Stunde da. Der hat die Kinder verteilt. Ja, der war auch noch unterwegs mit den Kindern, weil sie das so wollte. Er sagte, nee, ich bleib dann lieber hier. Nee, geh, ich bin zufrieden hier alleine, ist alles gut. Ja, aber für sie war es auch richtig so, sagte sie hatte gar keine Bedenken, dass wir nicht rechtzeitig da wären oder so. Und dann warst du nur eine Stunde da? Nee, ich war 2 Minuten da. Okay, also du hast die Tür aufgemacht und das Baby aufgefangen. Genau. Samstagmorgen, es war ein wunderschöner Tag, die Sonne hat geschienen und es Luft, war warm. Ja, voll bei dir im Busen. Nee, die überall. Kriegluft. Und dann habe ich, wie heißt es nochmal, ein blutiger Schleimabgang. Und dann wusste ich, okay, schön, da wird heute wahrscheinlich was passieren. Weil das war bei den anderen auch genauso. Und dann hatte ich auch schon Wehen, aber nicht so regelmäßig. Deswegen dachte ich, ach, lass den Kindern doch mal schön klettern gehen mit Alex. Und die Geburt begann dann irgendwann morgens um 5 mit dem Blasensprung. Die Blase ist gesprungen, jetzt kommt unser Kind innerhalb der nächsten 24 Stunden. Also die Emmy ist hier geboren, hier vor dem Bett. Ich musste schon lachen, also so sehr leichte Wehen, ne? So ein Ziehen mal so ein bisschen, aber lange nicht so starke Wehen wie Geburtswehen. Dann waren wir aber so ganz relaxed, weil dann haben wir noch ein bisschen geschlafen, dann waren wir bei Lisa und Renate. Bin ich zum Wickeltisch gegangen und stand da und auf einmal kam so eine starke Wehe, dass ich schon so ein Geräusch gemacht habe. Und Ingo ist sofort aufgestanden und hat gesagt, das Geräusch kenne ich. Ich rufe jetzt sofort die Lisa an. Und da habe ich gesagt, ja, ruf die Lisa an. Und er rannte die Treppe runter, holte das Telefon. Und dann innerhalb von, ich glaube, einer Stunde waren dann schon die Presswehen dran. Und das Köpfchen kam raus, so langsam. Ohne Hebamme dabei. Das war spannend. Und dann hatten wir einfach vereinbart, dass die Renate dann Stunden später bei uns vorbeischaut. So waren wir also eine ganze Zeit lang alleine. Aber alleine meine ich nicht, dass wir so verloren waren, sondern es war einfach super, zu zweit zu sein. Und dann zum richtigen Zeitpunkt kam die Renate dann irgendwann vorbei. Um 3 Uhr nachts war das. Hat dann so gefragt, ja, wollt ihr jetzt hier bleiben oder ins Krankenhaus gehen? Und die Entscheidung war ganz klar, wir bleiben hier.
Da rief ich ihn nur noch zurück und sagte, das Baby kommt, du musst schnell kommen. Und dann raste er mit dem Telefon in der Hand wieder zurück. Ich dachte mir, Renate nicht da. Tief durchgeatmet, so, jetzt mache ich mal selber hier. Und dann kam die nächste Wehe. Und das Köpfchen kam wieder ein Stückchen weiter raus. Und dann ging es tock, tock, tock an der Tür. Die Tür war natürlich dann 3-4 Meter weiter weg. Und dann habe ich gesagt, okay, Köpfchen festhalten, zur Tür gehen. Ich wusste nicht so genau, was jetzt die bessere Entscheidung ist. Dann hat die Wehe aber ein bisschen nachgelassen und ich habe dann die Tür noch aufgekriegt und habe schnell gerufen und bin dann zurück und das Köpfchen wieder genommen. Und dann kam Renate auch rein und war natürlich, wie sie so ist, entspannt. Die macht das öfters. Und dann kam das Kind zur Welt. Da war das Köpfchen dann schon geboren und er sagte dann, was soll ich machen und soll ich ziehen? Und dann habe ich ganz klar gesagt, du darfst niemals ziehen. Ja, und immer wieder bewegen. Also ich war viel in Bewegung, halt jetzt nicht heftig oder so, aber immer wieder so ganz mit dem Atem im Fluss und so ganz weiche Beckenbewegung und das hat super gut getan. Nimm dein Kopfkissen, dann hat er hier sein Kopfkissen genommen. Ich habe gesagt, leg das zwischen meine Beine, damit das Baby weich landen kann. Ja, Pressphase, das sind Naturgewalten, das war krass. Ja, dann habe ich noch einmal gepresst und dann ist die Emmy geboren. Dann dauerte es nochmal 1,5 Stunden und die Elisa war, die war da. Ja, vom Tempo her hatte ich das nie erwartet, weil die beiden Geburten vorher waren ja nicht so schnell. Das hatte ich nie gedacht. Wahrscheinlich, dass alles so gut gelaufen ist, ohne Komplikationen, hätte ich dann auch noch die 2 Minuten auch noch geschafft. Aber ich bin froh, dass sie da war. Demnächst ist er auch Hebamme. Hebamme. Das war eigentlich recht entspannt. Also es hat schon wehgetan, es war schon anstrengend, es war Arbeit, aber durch diese Hypnose-Vorbereitung war ich halt so tief in mir drin, also jetzt nicht weggetreten, wie ich halt immer dachte, dass Hypnose wäre, dass man dann irgendwie nichts mehr mitbekommt, sondern im Gegenteil, ich war halt super bewusst, super wach. Also ich habe es mir einfach so vorgestellt, dass sie viel mehr schreit und brüllt und viel mehr tönt. Aber sie war sehr stark für sich und war in so einer ganz besonderen Stimmung. Ja. Ist da noch was drin? Ja. Ein bisschen ist noch drin. Du kannst eine Menge erzählen, ne? Ach, guck, wie wach die ist gerade. Toll. Süß. Ja. Ja, sonst halt alles gut so körperlich. Ich bin halt psychisch noch total durch. Also das erwischt mich halt immer mal wieder. Also dass ich mir denke, irgendwie ich schaffe das alles nicht und was ist, wenn Tom nicht mehr hier ist zu Hause und ja, weiß ich auch nicht irgendwie, wie ich dann so richtig damit umgehen soll, weil ich denke, es kann doch nicht immer noch sein. Doch. Also erstens kann es noch so sein. Ne? 2 Wochen ist ja jetzt noch keine Zeit, wo man in ihren Routinen schon angekommen ist beim ersten Kind. Und die Mutter ist da einfach auch mit ihrer besonderen Empfindlichkeit auch der Schutz für die Familie. Ne? Wenn du das jetzt alles locker flockig nehmen würdest, dann wäre das Tohuwabohu und ihr würdet einkaufen gehen und das und jenes. Das wäre ja überhaupt nicht Neugeborenen gerecht. Jetzt kommt's. Ganz vorsichtig.
Ach, es ist eine tolle Geburt, Negi. Du machst das so klasse. Machst das so klasse. Das ist so toll. So toll machst du das, wie du da mitgehst. Unser Baby. Unser Baby. Kannst du mal auspacken. Auspacken. Ein kleines Geschenk. Da bist du, ne? Oh, guck mal, so weich. So weich die Haut, ne? Ich fühle da nix. Pass mal auf, ich suche dir nochmal und dann zeige ich es dir. Ich bin leer. Da. Ja, mit der anderen Hand. Ja, genau. Du kommst von oben und gehst immer ein Stückchen weiter runter, runter. Ah, jetzt, ja, da. Da. Ah. Da ist sie. Ja. Ist jetzt ungefähr noch so groß. Ne? Ja, das spüre ich. Und das 4 Tage nach der Geburt. Und dann am nächsten Morgen um 5. Da waren dann die Abstände nur noch so 3 Minuten. Ja, als du angerufen hast, waren es nur noch 2. Oder 2 Minuten. Ja, plötzlich Und die von... Wehen waren dann so 1 Minute. Und dann habe ich mal gesagt, ja komm, jetzt können wir dich mal anrufen. Ja. Aber das war auch so, ne? Ich habe auch gesagt, es ist alles gut, alles entspannt. Ja. Dauert eh noch ein bisschen. War dann ja auch so. Ja. Aber es war halt auch mal schön, nach so vielen anderen Geburten. Naja, aber so im Vergleich zur ersten Geburt dann wirklich bis dahin mit mir allein oder beziehungsweise mit uns allein einfach in diesem Rahmen, so die Konzentration darauf zu legen. Genau. Und einfach zu gucken, wie lange fühle ich mich damit gut und sicher. Und das fand ich halt auch schön, so wirklich komplett die Kontrolle zu haben. Und dann ging es ja relativ schnell, als du da warst. Dann kam ich um 6 oder sowas, ne? Ja. Und da warst du da ganz konzentriert. Und dann ist die kleine Lotta in eure Hände geboren. Ja. Als das erste Kind geboren war, unter der Geburt, die war sehr, sehr schwer, da habe ich mir gedacht, oh, wie werde ich meinem Mann sagen, dass ich nie wieder ein Kind bekomme. Dann war das Kind geboren und lag in meinen Armen und da habe ich gedacht, das ist ein so unglaublicher Moment. Wir wollen mehr Kinder. Und als ich die Lioba geboren habe, da hat mich sehr beeindruckt, dass Renate kam. Und sie spürte, dass diese Geburt so im Fluss war und sie ließ mich völlig in Ruhe. Und das war eigentlich das, was ich mir gewünscht hatte. Ich konnte dieses Kind alleine gebären. Und ich spürte zu jeder Zeit, es ist gut, es ist richtig, es gibt keine Komplikation, ich brauche keine Angst zu haben. Und nach dieser Geburt wusste ich, so geht es. Ich kann das. Alles, was man braucht, liegt in mir. Und bei der 7. Geburt habe ich das so erfahren. Wahrscheinlich war das die logische Fortsetzung, dass ich die Emmy auch ohne Hebamme bekommen habe. Auch wenn ich das früher in meinen kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe das niemals geplant. Aber unter der Geburt habe ich so klar gespürt, es läuft, ich bin sicher, ich weiß genau, was zu tun ist. Und dann kam ich zurück in diesen Raum, in diese Geburtsatmosphäre. Und ich stand so in dem Raum und sagte, ja, ich bin so stark. Ich bin so stark. Frauen erfahren bei der Geburt, wie sie in diesem so sensiblen und so verletzbaren Moment letztendlich wahrgenommen werden. Dass sie respektvoll wahrgenommen werden, dass ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen respektiert werden und dass einfach darüber das Gefühl entsteht, die Verantwortung, die ich für mich und für dieses Kind habe als Mutter, ja, darin bin ich unterstützt worden und nicht, ich bin entmündigt worden und irgendeiner hat mir gesagt, das muss jetzt so sein und später stelle ich fest, das hat aber gar nicht zu mir gepasst. Und deshalb ist unser Ansatz ganz wesentlich, die Verantwortung bleibt bei der Frau.
Und sie hat die Verantwortung, mit uns gemeinsam diese Situation zu gestalten. Wir sind ihre Begleiterin, wir sind an ihrer Seite, wir gehen mit ihr mit ihren Weg. Und so, wenn man die Frauen so annehmen kann, dann können die auch ihre Kinder so annehmen, wie sie sind, die ja auch sehr, sehr individuell sind und sie dadurch einfach lieben, so wie sie sind, schlicht und ergreifend. Und ich glaube, das wird unserer Gesellschaft einfach gut tun, wenn geliebte Kinder hier leben dürfen. Um ihrer selbst willen geliebt und nicht, weil ich als Mutter oder als Vater mir eine Vorstellung mache, so und so soll mein Kind sein. Und genauso nehmen wir oder versuchen wir, die Frauen so anzunehmen, wie sie sind und sie darin zu bestärken. Und dann können sie es auch weitergeben, glaube ich zumindest. Ja.